Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Top 1000 Global Character Ranking. Was bedeutet das? Ich schaue mir die Ranglisten von allen Servern an, schreibe das alles in eine Excel-Tabelle und gucke, welche Klasse ist am seltensten in den Top 1000 von allen Servern zusammengerechnet vertreten. Und damit kann man dann mehr oder weniger auch sagen, welche ist momentan, zumindest im High-Level-Bereich, die unbeliebteste und die beliebteste Klasse, zweitbeliebteste, drittbeliebteste und so weiter. Aber nicht nur, wer ist beliebt und wer ist nicht beliebt, sondern genau, wie oft ist diese Klasse vertreten. Und daraus kann man eben einige Schlüsse ziehen. Außerdem gucken wir uns an, wie viele 160er gibt es auf jedem Server. Welches Level braucht man, um in die Top 1000 überhaupt reinzukommen auf jedem Server. Und heute Spezialausgabe, da ja der FEC jetzt quasi in ein paar Tagen endet. Also in 7 Tagen, um genau zu sein, aber egal. Jedenfalls machen wir noch ein finales Ranking für den FEC und gucken uns an, welche Klasse die beliebteste auf dem FEC ist. Und ihr werdet niemals erwarten, also es ist ein heftiger Plot-Twist, ja, welche Klasse ist am unbeliebtesten auf FEC laut Top 1000 und welche Klasse ist am beliebtesten auf FEC laut Top 1000. Da werdet ihr niemals drauf kommen. Und ja, ich bin ready. Ich hoffe, ihr auch. Let's freaking go. Bevor wir uns jetzt aber diese FEC-Liste angucken oder die Klassenverteilung auf FEC, was wie gesagt sehr, sehr interessant ist, gucken wir uns noch kurz die normalen Rankings an. Das letzte Mal, bevor jetzt eben der FEC aufgelöst wird, es wird dann sehr interessant, das nächste Ranking wird sehr, sehr interessant werden, was jetzt dann die neuen Verteilungen sind, wie viele Leute auf 160, wohin haben die Leute, vor allem die High-Level-Leute, hintransferiert. Es ist momentan schwer zu sagen, wie viele Leute auf FEC 160 erreicht haben. Also wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, so 2.500 wahrscheinlich, kann ich mir gut vorstellen, so 2.500. Vielleicht sogar 3.000. Das ist wirklich schwer zu sagen, weil es ist halt nur eine Top 1000 Ranking-Liste. Das heißt, sobald die Top 1000 alle 160 sind, und das ist auf FEC schon seit über 2 Monaten, glaube ich, der Fall, kannst du nicht mehr sagen, wie viele sind es jetzt. Ja, also es ist unmöglich. Und deswegen kann man dann nur schätzen. Also es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele, also 2.000 Minimum. Und ja, man wird so ein bisschen gucken können, wohin so die meisten Leute transferiert haben. Ich meine, es wird deckungsgleich sein oder fast deckungsgleich wahrscheinlich mit dem, was wir jetzt aktuell sehen. Also die allermeisten Leute werden wahrscheinlich auf La Wolf gehen, danach auf Klarfahren, danach auf Totemia, Burudeng, Mir, Mashpoi. Alle anderen Server jetzt wahrscheinlich nicht so extrem. Also gut, der Taiwan-Server wahrscheinlich noch. Den habe ich jetzt fast außen vor gelassen. I'm sorry. Aber ja, also so Pi mal Daumen wird das wohl aussehen. Und es wird auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessant werden, weil wir dann eine komplett andere Liste haben könnten, auch was die Klassenverteilung angeht. Also die Rankings könnten sich dadurch extrem ändern. Und wenn wir uns gleich das FEC-Ranking angucken, sehen wir auch, warum sich das Ranking sehr ändern könnte, weil die Klassenverteilung auf dem FEC tatsächlich eine ganz andere ist, als wir sie aktuell im Spiel haben. Genau. Und ja, sonst hat sich eigentlich nicht viel getan. Also hier rechts auf der Seite mit den 160ern und Level, um in die Top 1000 reinzukommen. Ja, da tut sich momentan nicht viel, weil auf den Servern ja kaum was los ist, ne? Ein paar 160er sind dazugekommen, whatever, aber nichts Erwähnenswertes. La Wolf hat die 400 geknackt, 400 Leute auf Level 160 auf einem Server, wo es eben nicht permanent Doppel-XP gibt, ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Genau, aber sonst, wie gesagt, ist nicht wirklich erwähnenswert. Dann hat sich allerdings hier bei der Klassenverteilung auf den einzelnen Servern was verändert. Und zwar Burudeng steht momentan da als der most unbalanced Server, leider. Wir haben die meisten Blades, oder man könnte auch sagen, wir haben zu viele Blades. Wir haben die meisten Psykeeper. Gut, bei Psykeeper kann man jetzt nicht wirklich sagen, wir haben zu viele, weil es sind trotzdem nur 87. Das ist gerade mal die Hälfte von den Blades. Es ist sogar genau die Hälfte von den Blades. Es gibt doppelt so viele Blades wie Psykeeper, kann man also sagen, auf Burudeng. Und man würde damit nicht lügen. Es wäre sogar faktisch einwandfrei korrekt. Außerdem haben wir viel zu wenige Knights und die wenigsten Ranger auf der ganzen Welt. Ja, das heißt, Burudeng ist momentan sehr, sehr unbalanced, kann man sagen. Warum das so ist, ich weiß es selber nicht. Alle anderen Server haben halt 20, 30 Knights mehr und wir haben halt mindestens 30 Blades mehr als alle anderen Server. Also I guess, daher kommt schon mal diese Abweichung. Warum wir so wenig Ranger haben, ehrlich gesagt, keine Ahnung, weil Ranger ist eigentlich schon eine coole Klasse und eigentlich auch sehr beliebt. Ist ja auch beliebt mit 121, aber weltweit gesehen am unbeliebtesten, zumindest auf Burudeng. Und ja, sieht momentan nicht so schön aus bei Burudeng. Der einzige Server, der auch nur in die Nähe kommt. Alle anderen haben maximal 2 Extremwerte oder sogar keinen oder nur einen. Der einzige, der noch 3 hat, Burudeng hat 4, ist Rises. Rises ist allerdings der neueste Server. Den würde ich jetzt nicht unbedingt als hier Vorzeigeserver oder so als, ja, schau mal, die haben das auch, also ist nicht so schlimm, nehmen. Es ist der neueste Server.
Ein Server, der recht stark gestartet ist und dann sehr schnell fallen gelassen wurde, wahrscheinlich wegen dem FEC-Release auch, der da nur ein paar Monate später stattgefunden hat. Und ja, damit würde ich mich jetzt nicht unbedingt vergleichen und sagen, ja, das passt schon, wenn die das auch haben. Also, klar. Also bei ein paar Extremwerten kann man natürlich sagen, ja gut, ist jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, Psykeeper zum Beispiel, der Extremwert ist jetzt eigentlich nicht so schlimm. Aber der Night-Extremwert, der ist schon ziemlich schlimm, weil wir wirklich extrem hinterherhinken. Hinter den anderen aktiven Servern. Hier das gleiche, kann man jetzt natürlich sagen, Genesee und der japanische Server zum Beispiel haben auch nur 74. Oder auch Rises hat auch, Leute, ihr habt alle 374, okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Kann man natürlich sagen, aber das sind halt alles 3 Server, wie ich es gerade schon bei Rises gesagt habe und auch beim französischen, beim japanischen Server. Da ist halt nicht viel los. Also vor allem japanische und französische Server, die sind basically tot, wenn man vor allem hier drüben anguckt, wie viele 160er die haben und was das Eintrittslevel in die Top 1000 angeht. Das sind keine aktiven Server. Also sich damit wiederum zu vergleichen, ist halt auch wieder nicht so gut. Also du müsstest dich schon mit La Wolf, Mia, Klarfahren, Totemia, Maschpol vergleichen. Und da sind wir schon extrem behind, leider. Ja, dann rede ich ja die ganze Zeit von unbeliebteste Klasse. Ja, welche ist denn jetzt momentan die unbeliebteste Klasse? Es ist weiterhin der Psykeeper. Wir haben momentan auf Platz 1 unverändert, und das wird sich auch niemals ändern, Ringmaster, Platz 2 weiterhin Ranger, Platz 3 Blade, Platz 4 ist der Billposter, knapp vorm Knight. Dann kommt der Elementore, der Jester auf Platz 7 und der Psykeeper auf Platz 8, wo er auch hingehört. Entschuldigung, das ist mir so rausgerutscht. Und wir haben aber krasse Veränderungen tatsächlich, dafür, dass eigentlich nicht so viel los ist. Wir haben 24 Ranger verloren, ich habe keine Ahnung, wie das überhaupt sein kann. Wir haben 16 Billposter dazu bekommen, auch da habe ich keine Ahnung, wie das sein kann. Und 12 Elementoren, da habe ich schon eine Ahnung, weil Elementor einfach geil ist. Aber ansonsten echt krasse Veränderungen für so ein normales Ranking-Update einfach. Und ja, Elementor baut sich einen guten Vorsprung aus, wenn es so weitergeht. Mittlerweile 18 vor Jester und fast 50 vor Psykeeper. Könnte sich jedoch alles ändern mit dem FEC-Transfer. Und ja, ich würde sagen, den gucken wir uns jetzt also auch als nächstes an. Und hier ist er auch schon. Und die Verteilung ist, ich liebe sie. Ich liebe diese Verteilung, ehrlich gesagt. Die beliebteste Klasse auf dem FEC ist nicht Ringmaster, nicht Ranger, auch nicht Blade. Es ist einfach Knight. Mit 188 Knights. Auf 160. Ich habe keine Ahnung wie. Ich habe keine Ahnung wieso, ehrlich gesagt. Aber irgendwie finde ich es geil. Und die unbeliebteste Klasse, oh mein Gott, und das finde ich noch viel geiler, ist einfach Jester mit 32. Also alle sind im 100er-Bereich, außer Billposter mit 94 und Jester einfach 32. Ich liebe es. Diese Klasse gehört in den Schmutz und genau da ist sie auch aktuell. Und ich lieb's. Ja, ansonsten Ringmaster 151, Psykeeper 112, Jester 32, Billposter 94, Elementor 145, Blade 127, Ranger 151. Also das heißt, die Top 3 sind aktuell auf FEC Knight, Ranger, Ringmaster, gefolgt von Elementor, Blade, Psykeeper, Billposter, Jester. Finde ich, ist auch mit dem, was man so sieht, eigentlich überein. Also das Einzige, was ich sagen muss, Knights, keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so mitbekommen, dass es, also ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass es so viele Knights gibt. Also es waren schon auf jeden Fall mehr als auf Borodeng zum Beispiel. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass gefühlt jeder 5. Knight ist, ehrlich gesagt, aber anscheinend ist es so. Und ja, dass es extrem viele Elementoren gibt, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Finde ich auch gerechtfertigt, weil ich habe es nie wirklich verstanden, warum Elementor so wenig gespielt wird, weil es eigentlich schon eine extrem geile Klasse ist. Zwar hauptsächlich zum Leveln, ja, aber keine Ahnung, also ich meine, Leveln ist ein Main-Bestandteil dieses Spiels. Also macht schon Sinn, einen Elementor zu haben, auch einen High-Level-Elementor. Und ja, das wird auf jeden Fall sehr interessant, wenn der FEC aufgelöst wird, weil natürlich sind es jetzt nur die Top 1000. Wie vorhin schon gesagt, wenn es jetzt wirklich 2.500 oder vielleicht sogar 3.000 Leute von 160 gibt, dann ist das sozusagen nur die Spitze des Eisbergs oder ein Drittel von 160ern. Heißt also nicht zwingend, dass jetzt das hier alles ungefähr gleichmäßig verteilt wird auf die normalen Server. Das heißt, Jester würde wahrscheinlich abstürzen auf den letzten Platz. Psykeeper würde wieder aufsteigen. Und bei allen anderen würde sich wahrscheinlich wenig bis nichts verändern. Also vielleicht Billposter und Knight würden vielleicht den Platz tauschen oder so. Aber jetzt nichts Weltbewegendes auf jeden Fall. Könnte auf jeden Fall sehr interessant werden. Aber
wissen wir halt nicht sicher, weil bei den anderen 2000 könnte es theoretisch ganz anders aussehen. Glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil man sieht schon wirklich gut auf allen Servern. Es ist schon immer sehr ähnlich. Also natürlich, wie hier bei Blade Burudeng, sticht schon mal ein Wert extrem heraus, ja. Aber es ist eher selten. Also meistens bei Elementor sieht man es ganz gut, alles einstellig zum Beispiel, zweistellig. Psykeeper genau das gleiche, Jester genau das gleiche. Billposter auch oftmals im 80er bis 100er Bereich. Also es ist meistens wirklich sehr, sehr ähnlich und eher selten. Und meistens liegt es dann daran, dass halt ein extrem inaktiver Server zum Beispiel im Ranking dabei ist oder ein extrem aktiver Server, der aus irgendeinem Grund eine Klasse extrem feiert. Aber es sind wirklich immer so einzelne Extremwerte. Grundsätzlich sind sich die Server schon so ungefähr einig, wie beliebt eine Klasse ist oder welche die beliebteste Klasse ist oder whatever. Und ja, deswegen denke ich jetzt nicht, dass es komplett anders sein wird bei den anderen, aber man kann es nicht sicher wissen, weil wir haben halt nur ein 1000er Top-Ranking. Ich persönlich würde mir mindestens 3000 wünschen, das wäre deutlich aussagekräftiger. Oder sogar 10.000 von mir aus, das ist mir ehrlich gesagt egal, Hauptsache mehr als 1000. Aber ich weiß nicht, ob wir das jemals bekommen werden. 1000 ist halt schon recht wenig, weil vor allem auf FEC zum Beispiel ist halt einfach, da spielen viel zu viele Leute und es ist viel zu aktiv für 1000 Leute nur im Ranking. Und auch auf den anderen Servern, wenn jetzt 160 noch lange Zeit das Maximallevel bleiben sollte, werden halt irgendwann auch wieder alle Leute auf 160 sein, das sind Top 1000. Dann ist es auch wieder nicht so aussagekräftig, weil es schwierig ist, überhaupt in die Top 1000 reinzukommen und so. Also müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall sage ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet das Video interessant und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein. Danke fürs Zuschauen und schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link in der Videobeschreibung. Bis dahin, ciao, ciao.